Project One. Im Hause Mercedes-AMG das neueste Super Hypercar. Ist das was, wo Brabus auch Hand anlegen wird? Es ist irgendwann ganz wichtig für ein Unternehmen auch weiterzugehen, um eine neue Entwicklungsphase anzustoßen. Gab es in diesen 40 Jahren Unternehmen, die euch übernehmen wollten, kaufen wollten? Ja, immer wieder. Mercedes-AMG. Na, immer wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Drehzahlgesichter. Unser heutiger Gast ist CEO bei der Firma Brabus und heißt Konstantin Buschmann. Hallo. Hallo Patrick. Muss ich jetzt eigentlich herzlich willkommen sagen oder musst du herzlich, weil wir sind ja hier, aber egal, ne? Ja, es ist schwierig. Also wir sitzen in deinem traumhaften Büro, in deinem Unternehmen. Ach, du bist so nett zu mir. Guck mal, jetzt geht das jetzt schon los. Nein, das ist schon schön, wenn man so reinguckt und sieht auf den ersten Blick, ja, hier wird gearbeitet. Aber hier ist eine wahnsinnig hohe Autoleidenschaft, eine Autobegeisterung. Deswegen, warum ich Drehzahlgesichter mache. Menschen, denen man im Gesicht ansieht, dass sie Bock haben, dass fossiler Brennstoff vernichtet wird. Und das auf eine, finde ich, hier ganz besondere Art und Weise. Absolut. Ich muss bei dem Namen sofort an Emotionen denken, die man ja nicht nur an Autos, sondern manchmal auch an Gesichtern ablesen kann. Und das ist bei dem Namen auf jeden Fall vorhanden. Konstantin, jemand, der dich nicht kennt und dem du zum ersten Mal gegenübertrittst, und der dich fragt, was machst du so im Leben? Du erwischt mich auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt im Jahr 2022, wo ich grundsätzlich bei der Frage erstmal tief Luft hole. Aber nein, Scherz beiseite. Was würde ich sagen? Ich würde sagen, ich bin Konstantin, 37 Jahre alt. Ich bin leidenschaftlicher Unternehmer und betreibe ein Unternehmen, das sich heute selbst als Luxusmobilitätsmarke begreift. Oder im Englischen dann eben auch Luxury Mobility Brand. Und das entstanden ist und sicherlich immer noch zu großen Teilen brennt für das Veredeln von Automobilen. Da sind sich inzwischen aber auch in vielerlei Hinsicht sehr dynamisch weiterentwickelt und um das ich mich jeden Tag kümmere. Mit viel Emotion und Leidenschaft. Also genauso wie du eingestiegen bist. Mit vielen Mitarbeitern? Knapp 400. Wir sind inzwischen knapp 400 Leute, die hier jeden Tag für uns arbeiten und dann kommen noch ein paar Leute im Ausland dazu, aber ich glaube, die 400 bis 450 Leute, die passen ganz gut. Aber das ist schon, wenn man das einfach aus meiner Sicht sieht, Automobiltuning, Veredelung, es ist weitaus mehr, du hast es gerade gesagt, aber 400 Leute zu beschäftigen, um andere Menschen glücklich zu machen. Weil darum geht es ja am Ende des Tages. Irgendwie eine Zufriedenheit bei dem Kunden herzustellen mit dem, was man an Produkten offeriert, das ist schon eine Ansage. Absolut. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich mich für was Besonderes halte, das tue ich nicht. Ich glaube, wenn man sich das Unternehmen von außen anschaut, tritt meiner Meinung nach schnell das zutage, was ich immer sage, dass wir ein sehr sortierter Mittelständler sind, der ein typisches Tier ist in der deutschen Wirtschaft. Ich engagiere mich im Rahmen meiner Tätigkeit bei den jungen Unternehmern, beziehungsweise bei den Familienunternehmern auch für den deutschen Mittelstand. Und es gibt viele dieser Hidden Champions oder viele dieser Unternehmen, die Weltmarktführer in einem ganz spezifischen Thema sind. Und unser Thema ist eben das Herstellen von schönen Dingen, die hoffentlich vielen Menschen auf der Welt viel Freude bereiten. Gut, eure Aufmerksamkeit tritt sehr nach außen, natürlich alleine mit dem Auto. Man kann es auf der Straße sehen. Es gibt ja die Hidden Champion, von denen so besonders hidden sind wir nicht, das gebe ich gerne zu. Wir haben natürlich in den letzten Jahren auch viel Arbeit in das Thema gesteckt, die Marke, ich sage jetzt mal, zu sortieren, sauber aufzustellen und dann auch mit viel PS nach vorne zu bringen. Und mit einer ganz anderen Kommunikationsstrategie auch mittlerweile. Da hat sich ein bisschen was bewegt. Wenn man früher den D&W-Katalog sich angeschaut hat und heute anschaut, wie Tuning-Unternehmen oder Veredelungsunternehmen, das ist eine harte Spanne, aber ich denke, trifft schon. Lass uns mal einsteigen. Was ist das letzte Auto, mit dem du gefahren bist? Mit was bist du heute Morgen gefahren? Das letzte Auto, was ich gefahren bin, ist ein was bin ich gefahren? Ist ein G900 Super Black gewesen und zwar heute Morgen bei einer Testfahrt. Und ansonsten, also ich kriege häufig die Frage gestellt, was ist denn dein Lieblingsauto oder was ist dein Lieblingsbrabus? Und meine Antwort ist immer die gleiche, nämlich der nächste. Also ich bin grundsätzlich, ich mache das, was ich tue, unglaublich gerne und ich freue mich bei jedem Entwicklungsprojekt immer darauf, zum ersten Mal das finale Ergebnis zu sehen und zum ersten Mal davor zu stehen, zum ersten Mal drin zu sitzen, zum ersten Mal anzuschmeißen und mal eine Runde zu fahren.
Und deshalb ist meine überzeugte Antwort wirklich immer das Nächste. Keine zweite Chance, den ersten Eindruck zu kreieren, wenn man so ein neues... Nee, das ist, Brabus Produktabnahmen sind seitdem wir unser Brabus One Second Wow als Maßstab definiert haben, ziemlich kurz. Die dauern nämlich genau 1 Sekunde. Das ist jetzt natürlich ist das auch ein bisschen Marketing, aber es steckt schon viel Wahrheit drin. Ja, seitdem wir uns wirklich die Gedanken gemacht haben, wie wir uns verstehen wollen oder wie wir auftreten wollen, was auch der Maßstab für unser eigenes Verständnis dessen ist, was wir produzieren sollten, ist das Thema Brabus One Second Wow ein ganz wichtiges geworden. Und das ist relativ einfach ausgedrückt, heißt das, jedes Produkt, was wir hier bauen, und das Gleiche lässt sich dann übertragen auf die Frage, welchen Eindruck mache ich denn auf den Kunden, wie arbeiten wir und verschiedene andere Themen, wird immer wieder gemessen an dem Thema, dass wir innerhalb kürzester Zeit, wir haben uns eben die prototypische Sekunde immer als Maßstab genommen, eine emotionale Reaktion erzeugen beim Kunden oder bei dem, der unsere Produkte sieht. Und wir sagen, du musst in genau einer Sekunde musst du es sehen, verstehen, was es ist, der Marke zuordnen und dafür dich begeistern und es sozusagen psychologisch eigentlich schon kaufen. Wenn wir das schaffen, haben wir einen guten Job gemacht. Wenn wir es nicht schaffen, dann leider nicht. Gibt es einen zweiten Einstieg, um dann mit Brabus warm zu werden oder mit den Produkten aus eurem Haus? Oder sagst du, wenn diese Sekunde, in Anführungszeichen, wenn das nicht gepasst hat, dann wird der nie Brabus-Kunde? Gut, es gibt natürlich Dinge, die kannst du in einer Sekunde schwer über ein Produkt verstehen und das hat natürlich damit zu tun, wie viel Vorkenntnis du zu einer Marke schon hast. Also in dem Moment, wo du weißt, meinetwegen Louis Vuitton stellt Lederjacken her, du siehst eine wunderschöne Lederjacke im Schaufenster oder meinetwegen bei Chanel ein paar Schuhe oder eine Handtasche, als Mann oder als Frau, respektive. Und in der Sekunde schaust du hin beim Vorbeilaufen und weißt genau, jetzt hat es mich erwischt, finde ich gut, kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Da ist natürlich viel passiert, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich mit einer dieser Marken beschäftigt hast vorher, natürlich auch sehr hoch. So, wenn du jetzt keinerlei Vorkenntnis zu unserer Marke hast, sondern unseren Produkten einfach irgendwo da draußen in der Welt begegnest, dann solltest du idealerweise trotzdem irgendeine sofortige Reaktion auf so ein Produkt haben. Und dazu gehört, by the way, auch, dass Produkte immer mal wieder polarisieren müssen. Fast ganz viel gutes Design polarisiert auch. Aber natürlich ist auch Bestandteil dieses Brabus One Second Wow, was natürlich mit Kriterien hinterlegt. Also wir haben uns viele Gedanken gemacht, was da eigentlich dahinter steht. Und einer der Bestandteile ist eben auch der Satz What we do works. Also wir sind ein deutsches, technikbasiertes Unternehmen, wir sind ein engineering-basiertes Unternehmen und die Dinge, die wir bauen, die müssen auch für unseren Kunden dann funktionieren. Das sind häufig technische Inhalte, mit denen man sich lange auseinandersetzen kann und ich glaube, dass ich sagen kann, je mehr du dich mit unserer Marke auseinandersetzt und den Gedanken und der Arbeit, die wir auch in die Produkte stecken, desto mehr unterstreicht das einen solchen Effekt. So. Trotzdem ist es, glaube ich, eine sehr, sehr gute Marschrichtung für uns gewesen, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir Produkte designen, dann müssen sie uns sofort flashen. Und wenn einer in den Raum kommt bei einer Produktabnahme und 2 Sekunden überlegt und dann etwas vertreten guckt, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Dann funktioniert es einfach nicht. Und daran haben wir uns in den letzten Jahren wirklich auch sehr konsequent gehalten. Aber am Ende ist es ja schwierig für den Kunden, die Entwicklung, das Engineering, das ihr reinsteckt, gerade was Motor-Getriebeeinheiten anbelangt, zu sehen, wenn er diese Sekunde hat. Wie verkauft, also du sagst natürlich, klar, die Vorkenntnis ist wichtig, wie weit hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ist das noch eine Relevanz? Das ist eine super gute Frage. Wir befinden uns ja heute schon in einer Zeit, in der Marke immer mehr Bedeutung erhält und die spannende Frage ist eigentlich zu fragen, warum ist das so? Jetzt hat natürlich eine Marke verschiedene Aufgaben. Eine Marke ist ja dem Wortsinn nach erstmal etwas, was ein wiedererkennbares Symbol ist und etwas, was für etwas steht. Das kann verschiedenstes sein, aber etwa ein Ding, was du sofort wiedererkennst. Darüber hinaus haben wir natürlich Marken auch soziale Bedeutung zugewiesen. Also wenn ich zum Beispiel irgendeinen besonderen Sneaker trage und da eine entsprechende Marke draufsteht, sende ich auf jeden Fall auch immer ein Signal über die Wertigkeit oder die vermutete Wertigkeit oder den Preis. Wertigkeit und Preis lassen sich wunderbar nochmal einzeln diskutieren. Also wenn Supreme auf einen Backstein Supreme draufschreibt, dann lassen sich Preis und Wertigkeit
sehr interessant nochmal auseinanderklamüsern. Und dann ist auch die Frage wirklich relevant, wofür steht eine Marke eigentlich? Weil am Ende müssen diese Bestandteile zum Beispiel immer zusammenpassen. Warum ist es jetzt so, dass sich viele Menschen heute für Marken und für Brands so sehr interessieren? Ich glaube beispielsweise, dass wir machen ein internationales Geschäft und es ist mitnichten so, dass du in jedem Land und auch innerhalb jedes Landes bei deinem gesamten Zielpublikum immer davon ausgehen kannst, dass alle sich immer in der gleichen Tiefe mit einer Marke auseinandersetzen. Und auch nicht, dass sie sich in der gleichen Tiefe mit einer Materie auseinandersetzen. Würden wir also hier erwarten von jedem Kunden, dass er sich in der Tiefe mit unserem, nimm mal das Portalachssystem am Brabus Crawler, auseinandersetzt. Würden wir einfach scheitern. Da wäre unser Scheitern vorprogrammiert. Wir sind auch kein Religionsverein oder eine Sekte oder eine Kirche. Also es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass du dich mit einem Brabus Crawler technisch in der Tiefe auseinandersetzen musst, um ihn geil zu finden. Du kannst es einfach kaufen und einfach gut finden. Mhm. Du musst auch eine Rolex Daytona oder eine Patek Philippe nicht in der Tiefe verstehen, um sie schön finden zu können. Und genauso nicht den Diamanten bei Dior oder wo auch immer du hingehst. Der Approach ist jeweils ein anderer. Der eine geht über die Technik, der andere über das Design. Genau, und natürlich ist ein Brabus One Second Wow am Ende es ist ein Gesamteindruck, der aber stark darauf ausgerichtet ist, dass wir sagen, wir machen emotionale Produkte. Ich bin kein großer Fan von Leitbildern für ein Unternehmen wie unseres, das rein rational aufgebaut ist. Bei den Produkten, die wir machen, ist das, glaube ich, auch nachvollziehbar. Wir bauen Luxusprodukte und bei Dingen, die du dir gönnst oder Dingen, mit denen du dich belohnst, ist es häufig eine rein emotionale Entscheidung. Und die emotionale Entscheidung, die triffst du meistens sofort. Da gibt es ja den schönen Spruch, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und das ist bei unseren Produkten definitiv auch so. Du siehst es und dann macht es was mit dir. Das ist genau wie bei einem Vitra Eames Chair der Fall, genau wie bei einer Gaggenau-Küche, genau wie bei einer Dior-Tasche, genau wie bei einer MS-Tasche, was auch immer du als Beispiel nimmst. Du siehst es und entweder gefällt es dir oder es gefällt dir nicht. Dir wird dann, wenn es dir nicht gefällt, zu erklären, warum es dir eigentlich gefallen sollte, ist ein Kampf, der von Anfang an bergauf führt. Und deshalb haben wir es auch so rumgewählt. Spannend ist ja, wenn du dir Gedanken machst über ein Produkt und der Inhalt eigentlich gar nicht mehr entscheidend ist, sondern einfach nur noch die Brand. Du möchtest nur noch die Brand haben. Genau, da waren wir ja bei Supreme und dem Backstein. Also es gibt immer wieder Beispiele in der Markengeschichte und ich setze mich viel mit Marken auseinander und frage mich natürlich, wie ist eine Marke kalibriert? Wie ist eine Marke Brabus kalibriert? Wo waren wir in der Vergangenheit? Wo sind wir heute? Wo gehen wir in der Zukunft hin? Und dafür, dass das am Ende bei einem Kunden, einem Journalisten, der generellen Öffentlichkeit oder der relevanten Zielgruppe einen sauberen Eindruck macht und du erfolgreich dein Geschäft bestreiten kannst und dir die Marke hilft und sie nicht neutral ist oder dir schadet, auch das gibt es ja, müssen ganz, ganz viele Puzzleteile ineinander greifen. Das, so auf die Gefahr hin, dass es jetzt zu technisch wird, aber das Reputationsmanagement einer Marke ist extrem komplex. Und das ist häufig auch gar nicht, ich glaube, das kannst du häufig nicht auf einen PowerPoint-Slide bringen. Ich bin ein ganz großer Fan von Marken, die Eigentümer geführt sind. Was ja keine Überraschung ist, weil das genau ist ja meine Rolle und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich glaube aber, deshalb bin ich auch ein großer Fan von Familienunternehmen. Weil ich glaube, dass es einen Wert hat, wenn jemand langfristig, und noch können wir keine Gedanken, Kulturgut, Werte und etc. per Chip übertragen, den ich dir aus dem Kopf ziehe und bei mir dann in den richtigen Slot stecke. Es ist extrem schwierig, die Perspektive eines Unternehmers oder Unternehmenseigentümers, oder eines langfristigen Managementteams, der sehr lange so eine Marke führt, zu übertragen. Und deshalb bringen auch immer wieder Unternehmen, die Familienunternehmen sind und die langfristig ist jetzt mal nicht im Aktienmarkt, würde es wahrscheinlich sagen, ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Ich denke eher so in 40 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren, 200 Jahren, also mehrgenerational, sich auf ein Thema spezialisieren und das sehr konsequent dann wertetechnisch auch abbilden. Da gibt es ja einen Hintergrund für. Also wenn du
Nehmen wir mal unser Unternehmen. Brabus ist ein Familienunternehmen. Wenn wir Fragen betrachten wie Wachstum oder wie die Frage, in welchen Produktsegmenten wir uns engagieren, was wir als nächstes tun, dann ist ja immer die Perspektive auch entscheidend, was die Eigentümer mit dem Unternehmen machen wollen. Bist du jetzt marktgetrieben, also bist du zum Beispiel an einem Aktienmarkt, an der Börse gelistet, kommen diverse Einflüsse auf dich zu, die meiner Meinung nach mittel- und langfristige Ausrichtung verhindern. Mhm. Und die auch beispielsweise kurzfristige Investitionen und Opportunismus fördern. Gibt es 1000 wissenschaftliche Studien zu, ist nichts, was ich erfunden habe. Umgekehrt hast du mit einer langfristigen Unternehmensausrichtung wahrscheinlich immer eine Werteorientierung, weil es irgendwo gar nicht mehr anders geht. Du musst also immer wieder die Frage stellen, wer sind wir und was tun wir und warum tun wir das, was wir tun. Und wieso sind wir davon überzeugt und wohin wollen wir das entwickeln? Und das geht einfach besser. Ja, Unternehmen wie unseres entwickelst du über eine ganz lange Zeit konsequent in die gleiche Richtung. Insbesondere wenn du eine weltweite starke Marke aufbauen willst, dann geht es gar nicht anders. Und diese Marke entfaltet ihre Wirkung auch über eine ganz lange Zeit. Wenn man schon 200 Jahre in die Zukunft blicken möchte oder das versucht, welche Rolle spielt das Automobil noch bei der Entwicklung des Unternehmens in die Zukunft? Automobil hat durchaus in der Gesellschaft heute, speziell in Deutschland, keine einfache Rolle mehr. Auch wenn wir das Automobil mal erfunden haben, sind wir durchaus in der Kritik der Öffentlichkeit, in der Kritik einzelner Gruppen. Macht sicherlich nicht auch immer einfach, über 200 Jahre in die Zukunft zu sprechen. Das ist natürlich auch das Beispiel. Du musst, wie sage ich das jetzt? Du musst natürlich... Wie erkläre ich meinen Job in 5 Minuten? Ich glaube, dass meine Aufgabe ist ja unter anderem hier in dem Laden immer wieder verschiedene Perspektiven blöderweise auf einmal einzunehmen. Also ich bin natürlich dafür verantwortlich, auf der einen Seite zu sagen, wie können wir denn so gut wie möglich in die Glaskugel schauen? Mhm. Ab welchem Zeitpunkt ist es vielleicht auch sinnbefreit, konkret zu planen, sondern ab welchem Zeitpunkt kann ich eben nur noch normativ, also wertegesteuert, Dinge formulieren wir wollen, dass es das Unternehmen weitergibt, ja, wir wollen es an die nächste Generation übergeben, ja, wir planen nicht an Unternehmen zu verkaufen, auch Dinge, die man nicht tun will, gehören dazu, eine Planung dazu, ja, wir wollen, dass die Marke immer stärker wird, ja, wir wollen uns konsequent weiterentwickeln und investieren immer wieder ins Unternehmen. Solche Dinge kannst du ja sagen, unabhängig davon, ob du dir jetzt einen 5-Jahres-, 15-Jahres- oder einen 10-Jahres-Zeitraum anschaust. Mhm. Die langen Zeiträume entstehen wirklich, wenn du mit mehreren Generationen an Familienunternehmen arbeitest. Jetzt gibt es ja in Deutschland ganz diverse Beispiele, wo Familien über mehrere 100 Jahre erfolgreich wirtschaften. Und das ist ist es immer wieder ein Thema, was auch kritisch diskutiert wird. Und meine Meinung dazu ist eindeutig. Der deutsche Mittelstand ist eine der fundamentalen Säulen der deutschen Wirtschaft. Und ohne diesen diversifizierten Mittelstand hätten wir in Deutschland wirtschaftlich nicht das erreicht, was wir bisher erreicht haben. Es gibt eigentlich zwei Dinge, für die uns die ganze Welt beneidet. Das ist einmal das duale Ausbildungssystem und das ist einmal das Thema diversifizierter deutscher Mittelstand. Also eine große oder eine breite Wirtschaft mit vielen verschiedenen Unternehmen, die viele verschiedene Themen und Kompetenzen bedienen. Und das sind natürlich Menschen, die sich häufig über ganz viele Generationen damit beschäftigen. Und das ist aber eine separate Diskussion, das führt uns jetzt zu weit. Wir hatten angefangen damit, dass ich sagte, meine Aufgabe ist es sicherlich hier, immer verschiedene Zeiträume parallel zu denken. Ich funktioniere eigentlich in meinem Job wie so ein Radar, was durch die Gegend läuft und permanent natürlich denke ich über das ungefegte Laub auf dem Betriebshof nach und bin dafür zuständig, dass wenn da meinetwegen ein Kaugummi rumliegt oder irgendwas anderes Banales passiert, ist es am Ende meine Verantwortung, was ja meine Firma ist. Und gleichzeitig, und das ist genau der Spagat, den du ja als Unternehmer immer wieder hinbekommen musst, bin ich aber auch dafür verantwortlich zu sagen, was ist denn mit Brabus die nächsten 30 Jahre? Da bin ich überhaupt selber in der Lage, das Unternehmen so lange zu führen? Oder muss ich mich selber wegrationalisieren? Und da gibt's und diverse andere Fragen. So, und dazwischen gibt es natürlich diverse Themen, die einfach in einem normalen Managementjob anfallen. Was machen wir dieses Jahr? Was machen wir nächstes Jahr? Was ist die nächste Produktevolution? Mit welchen Marken in unserem Kontext beschäftigen wir uns? Womit beschäftigen wir uns vielleicht auch gerade nicht, weil wir uns da übernehmen würden? Was macht die Wirtschaft dieses Jahr? Was macht die Wirtschaft nächstes Jahr? Wohin entwickeln sich Zinsen und Inflation? Was gibt es an Krisen im Umfeld? Ich meine, im Moment ist ja natürlich einiges los in der Welt. Viel komplizierter kann es ja schon gar nicht mehr werden. Das ist leider richtig, ja. Und alle die Komplexität
meines Jobs besteht darin, dass ich die Themen auf dem Schirm haben muss und am Ende natürlich so wie du und alle anderen auch immer nur 2 Arme und ein Gehirn habe. Also die Erwartung, ich nenne das immer so das Orakel von Bottrop. Das ist eine der Geschichten, als ich hier angefangen habe, als Nachfolger meines Vaters. Die Erwartung, dass hier alle Mitarbeiter, insbesondere bei einer steigenden Mitarbeiterzahl oder einem wachsenden Unternehmen, hier zu mir kommen können und ich dann in die Schublade gucke, die Glaskugel raushole, einmal so reinschaue und dann sage, lieber Abteilungsleiter Technik und Engineering, ja, es sind dunkle, also so horoskopmäßig, es sind dunkle Wolken am Horizont. Nächstes Jahr werden sich die Zinsen auf 5,5% entwickeln und wir werden keine Entwicklungsdienstleistungen mehr finanzieren können. Oder irgend so ein Quatsch. Das ist natürlich totaler Unsinn. Jetzt müssen wir die zum Glück sowieso nicht finanzieren, machen wir alles selber. Aber ich habe keine Glaskugel. Und ich bin auch nicht das Orakel von Bottrop. Sondern wir müssen hier im Team Lösungen finden. Und meiner Meinung nach habe ich auch das Orakel von Bottrop nicht zu sein. Ich versuche mich eigentlich aus vielen, vielen, vielen Dingen hier so weit wie möglich rauszuhalten, weil ich glaube, dass wir viele Experten haben und tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die viel besser in der Lage sind, Probleme zu lösen als ich. Meine Aufgabe ist eigentlich, den Weg freizuräumen. Ich sage immer, Leute, ein Unternehmer oder ein CEO in dem Fall, muss man operativ zu sagen, ist ja ein Werkzeug, das ich benutzen kann. Und die Besten in unseren Teams benutzen dieses Werkzeug regelmäßig. Weil ich bin der Typ, den kannst du anrufen, wenn du ein Problem hast. Da muss ich dir das lösen, steht in meiner Jobbeschreibung. Ja, ich bin der Typ, da kannst du Probleme hin eskalieren, wenn du mit irgendwas selber nicht klarkommst. Dann muss der sich damit auseinandersetzen. Ich bin der Typ, der im Zweifel die Richtung geben muss. Das ist auch hilfreich, wenn man einen Kompass hat, den man ab und zu mal aus der Tasche holen kann. Also wir sind aber da auch sehr, sehr, sehr klar von der letzten Generation, dieser Generation natürlich umgeschwenkt, weil du eine gewisse Entwicklung in einem Unternehmen auch anders gar nicht mehr abgebildet bekommst. Abgesehen davon, dass es irgendwie unmodern und oldschool ist, aber davon, ob was oldschool oder newschool ist, alleine kann ich mir nichts kaufen, wir müssen hier effektiv sein. Und ich glaube, dass wir heute ein Unternehmen sind, was wirklich so, wie es ist, nicht nur den Leuten Spaß macht, sondern was auch sehr effektiv arbeitet. Macht auf jeden Fall den Eindruck. Das ist schon sehr, sehr intensiv gewesen, diese Anfangsphase von Drehzahlgesichter. Dennoch würde ich gerne noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit reinschauen. Meine Vergangenheit mit Brabus, ich kann mich noch gut an einen Moment erinnern, als wir in Nado waren, beim Hochgeschwindigkeitsrekordfahren von Continental war da immer ganz weit vorne und hat unterstützt. Welches Auto? Bin dann in Porsche gefahren von Edo Competition. Ja. Und ein Lamborghini hatte der dabei. Und das kann 2000, also das, was ich jetzt sofort im Kopf habe, ist 2005, 2006. Ja, also so die Zeit, das müsste der erste Rocket gewesen sein. Exakt. Ne, damals noch CLS-Basis, silbernes Auto. Und alle standen um die tiefen, flachen Breiten rum und haben diskutiert und gefachsimpelt. Und dann irgendwann fuhr der Rocket seine Zeit und alle haben echt Bausteine geguckt. Und da kommt schon die Wahrheit um die Kurve. Also natürlich kann ich jetzt hier Brabus One Second Wow formulieren, wie ich will. Wenn du nicht, und das ist, glaube ich, Bestandteil jeder echten Brand, wenn du nicht eine Historie aufbaust. Deshalb glaube ich auch, dass du nur in ganz seltenen Fällen Marke über wenige Jahre machen kannst. Dann musst du die Inhalte schon bringen. Du musst über viele Jahre dir das aufgebaut haben. Definitiv. Das ist, also natürlich gibt es jetzt im Moment Tesla beispielsweise, ist ja eine junge Marke. Ich würde sagen, sie haben eine extrem hohe globale Wiedererkennung. Und wenn du jetzt fragst, aber zu welchem Preis? Also die interessante Frage in dem Kontext für mich ist, gibt es deshalb eine Ferrari oder verliert deshalb die Marke Ferrari, um mal jemand zu nehmen, der sicherlich auch sehr präsent ist, verliert die an Wert? Meine Antwort wäre absolut überhaupt nicht. Überhaupt nicht, hat gar nichts miteinander zu tun. Ne? Nur weil es eine andere Marke gibt, die vielleicht auch aktuell ist und die sehr schnell groß geworden ist, nimmt das der Stabilität einer alteingesessenen und von vielen sehr geschätzten Marke, die viel mehr von Historie lebt als beispielsweise Tesla, nimmt das überhaupt nichts an Wert. Ganz im Gegenteil. Sie stärkt eigentlich fast. Es schützt eigentlich sogar. Wenn du natürlich am Ende, und das ist hier das relevante Beispiel, technologisch dann auch dem was entgegenzusetzen hast, was da passiert. Und das ist sicherlich schwierig, ne? Also gerade so diese neue Generation, die sich mit dem Automobil beschäftigt, hat schon eine Affinität zu Tesla. Einfach, manchmal habe ich den Eindruck, um einfach auch die Alten ein bisschen zu ärgern, um sie so ein bisschen herauszufordern. Und das ist egal, ob das als Marke oder als menschliche Gesellschaft gesehen wird. Nochmal zurück zu diesem Rocket-Thema. Das war für mich das erste Mal, dass ich mit der Marke Brabus in Verbindung gekommen bin und dann
dann alle schon mal geschaut haben, was ist denn jetzt da drunter, was ist da genau verbaut, wie sieht das Ganze aus? Wie hast du die Zeit erlebt, als es da mit Brabus Rocket, du bist 10 Jahre jünger als ich, war dann ein junger Kerl, bin da irgendwie ein bisschen im Kreis gefahren, irgendwelche Rekordfahrten immer mal wieder gemacht, aber wie war die Zeit für dich, als ein Brabus Rocket in Nardo deutlich über 300 gefahren ist? Ich glaube 356 war das? 362, ja, okay, so. Da gab es verschiedene Abstufungen. Alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden. Egal, aber deutlich, deswegen sage ich deutlich über 300. Sehr deutlich, ja. Und also ich war damals natürlich noch Autogetrieben? Aber war man da, ist man autogetrieben, wenn sein Vater Autos veredelt, Autos tunt, Autos allgegenwärtig sind? Also ich muss sagen, ich bin aufgewachsen und ich bin ja hier in Bottrop aufgewachsen, auch hier in Bottrop zur Schule gegangen. Und das war auch gut so. Und sicherlich habe ich das jetzt, die Frage ist, ab wann ist das überhaupt ein Thema geworden? Also wenn du jetzt 5, 6, 7 Jahre alt bist, dann magst du vielleicht eine Faszination dafür haben und mehr kriegst du aber noch nicht mit. Ich würde sagen, so ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Teenager war, habe ich schon gemerkt, dass da was läuft, was irgendwie anders ist als bei vielen anderen. Und dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen. Ich habe auch eine relativ lange Zeit gehabt, wo ich alles, was meine Eltern machten, auch das ist nicht untypisch, total mega blöd fand. Also wirklich einfach gesagt habe, um Gottes Willen, alles nur nicht den Quatsch, den mein Vater dann produziert. Weil der ist ja eh doof. So, und dann kam die Zeit, wo ich ins Studium gegangen bin. Und ich würde sagen, spätestens ab so dem 1., 2. Semester im Studium habe ich dann schon gemerkt, dass all die Dinge, die da so erzählt wurden, ich habe in Witten-Herdecke, das heißt, also so eine Mischung aus VWL und BWL studiert, Wirtschaftswissenschaften. Also Neudeutsch Business Economics. Ich bin ehrlich gesagt Fan von den deutschen Bezeichnungen, weil ich meine, wir müssen nicht mal alles auf Englisch sagen. Passiert schon häufig genug. So, und da ist mir schon klar geworden, die Dinge, über die wir da so sprechen und auch das, was so natürlich guckst du auch, was machen denn die anderen so und was passiert da und wo kommen die her und was haben die für einen Kontext. Und vieles von dem, was ich in der Uni behandelt habe, hat immer einen sehr konkreten Anwendungsrahmen gehabt. Ich habe nämlich immer sofort überlegen können, wie passiert denn das bei uns im Unternehmen. Jetzt gibt es natürlich auch ein paar exotische Schwachsinnsfächer, wo du wirklich hinter sagst, das brauche ich jetzt nicht. Und in dem Zeitraum, wo ich da in der Vorlesung war, hätte ich mal lieber Pause machen sollen, habe ich teilweise auch gemacht. Aber am Ende habe ich, und das hat mich, glaube ich, auch durch mein Studium begleitet, immer gesagt, irgendwann möchte ich mal Manager werden. Und ich habe natürlich viel lernen können. Heute würde ich sagen, ich möchte Unternehmer sein und bleiben. Damals habe ich gesagt, ich möchte eigentlich unheimlich gerne Manager werden, weil mir das Spaß macht. Weil ich gerne organisiere, weil ich gerne aufräume, weil ich gerne strukturiere und weil ich gerne Bilder entwickle und dann, nach denen sich auch wo sich viele Menschen wiederfinden und wo man sich dann auch nachrichten kann. Und natürlich hat mich immer begleitet, dass ich nach Hause schauen konnte und eigentlich für jeden Quatsch einen Anwendungsfall gefunden habe. Egal, ob es Logistik ist, ob es Produktion ist, Entwicklungsthemen sind, ob es Buchhaltung, Rechnungswesen ist. Das heißt nicht, dass ich das immer gut konnte. Aber das ist natürlich eine andere Situation, als wenn du völlig kontextbefreit da in der Vorlesung sitzt und hast überhaupt nichts vor Augen, wo das in der Realität jemals vorkommen könnte. So, und das hat mich dann schon nachhaltig begeistert. Ich bin nach dem Studium dann direkt eingestiegen, weil wir uns damals in meiner Familie Sorgen um meinen Vater und seine Gesundheit gemacht haben. Und jetzt hat sich ja dummerweise, ich müsste jetzt auf den Kalender gucken, knappe 4, 5, 6 Jahre später, also nachdem ich meinen Master beendet hatte, ich habe parallel schon ganz lange im Unternehmen gearbeitet, bin dann irgendwann als Vertriebsleiter hier eingestiegen, habe das ein paar Jahre gemacht, habe dann irgendwann sozusagen in der Geschäftsleitung den Bereich der Marke und Marketing-Kommunikation dazu bekommen. Und dann ist dummerweise mein Vater gestorben. Und im Nachhinein muss ich ganz klar sagen, diese Jahre, die dazwischen lagen, weil du ja auch hättest sagen können, ich gehe woanders hin nach dem Studium, weil ich dann nochmal woanders, da gibt es die üblichen Begründungen, weil ich nochmal woanders Fehler machen kann, weil ich woanders lernen kann, weil ich einen anderen Kontext sehe. Ohne dass der Alte drüber schaut. Ganz genau. Es gibt ganz viele valide Vorteile und auch ganz viele, in meinem Fall, valide Nachteile. Ich glaube, so wie es passiert ist, war es gut. Und ich würde heute nichts ändern wollen. Ich habe viel gesehen, habe viel von der Welt irgendwie mitbekommen, auch in anderen Unternehmen. Immer mal wieder über so Dinge wie Auslandssemester, Praktika etc. Habe aber irgendwann gesagt, okay, komm, irgendwie
gehörst du doch ins Familienunternehmen und bin hier eingestiegen. Und die 5, 6 Jahre, vielleicht waren es auch 7 oder 8 Jahre, haben mir wirklich den Hintern gerettet, als es dann soweit war. Dass ich auf einmal von der 1,5. Reihe in die erste muss. Denn ich glaube, bin fest davon überzeugt und sage das immer wieder, du kannst die erste Reihe nicht simulieren. Also du kannst die Verantwortung, die du als Unternehmer tatsächlich jeden Tag tragen musst. Ob du willst oder nicht. Ja, also wenn ich morgen früh aufstehe und habe keine Lust, bin ich immer noch der Eigentümer und Geschäftsführer dieses Unternehmens. Da fragt sich kein Mensch nach. Und mal über den Preis zu sprechen, den so eine Tätigkeit auch hat, ist auch ein wirklich sinnvolles Thema. Insbesondere dann, wenn es zum Beispiel bei Mittelständlern um die Frage geht, hat denn jemand wirklich Lust? Sitzt du da einmal drin, dann sitzt du da drin. Und es ist relativ schwierig, ein Unternehmen zu führen, auf das du gar keinen Bock hast. So, anyway, ich habe also dann festgestellt, dass diese Jahre wirklich hochgradig sinnvoll für mich waren. Mich kannten alle Mitarbeiter, mich kannten alle Lieferanten oder ein Großteil der Lieferanten. Mich kannten alle Banken, mich kannten alle wesentlichen Partner. Und ich hatte mir vor allem auch schon meine eigene Position zu verschiedenen Themen aufgebaut. Ich hatte die tatsächliche Berufserfahrung, um dann direkt anknüpfen zu können. Und das in einer Situation, wo ich von vielen auch bereits ernst genommen wurde, weil ich eben nicht nur Sohn vom Chef war, sondern eben hier in diversen Funktionen über die Jahre einfach Teil des Teams war. Und ohne diesen Faktor wäre es deutlich schwieriger gewesen. Glaubst du, dass bei all der Tragik um den Tod deines Vaters, dass es vielleicht ein Stück weit aber auch geholfen hat, dass er von heute auf morgen nicht mehr da war? Ich wollte gerade sagen, also es gibt die Geschichte, habe ich natürlich, ist natürlich vielfach besprochen worden und ich habe das schon einige Male diskutiert. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich das nicht gerne immer wieder tue. Ich glaube auch, das ist wichtig, aber ich glaube, es gibt ein paar Themen, über die es sich zu sprechen lohnt, die eben noch nicht x-mal vorkamen. Und das ist sicherlich eins davon. Also die Frage, ob es nicht irgendwann auch Zeit ist, für ein Unternehmen weiter in die nächste Generation überzugehen, ist sicherlich mit Ja zu beantworten. Und also ich glaube, dass ein Unternehmen irgendwann, das hat ja einen normalen Lebenszyklus, so wie wir alle als Menschen eben auch. Und wir haben alle unsere Kindheit, unsere Jugend, dann sind wir irgendwann erwachsen und irgendwann haben wir auch das gehört zum Leben dazu, ne? Wir kommen ja alle nicht lebend raus. Aber irgendwann ist es eben auch mal vorbei und neigt sich dem Ende zu. Und für die letzten Jahre ist sicherlich zu sagen, dass ich habe ja sehr eng mit meinem Vater gearbeitet und er hat dann nur alles erreicht, 40 Jahre lang. Viel mehr als das erreicht, was er sich je selber erträumt hat. Ich erinnere mich an viele Situationen, wo wir gemeinsam auf dem Parkplatz vor dem Laden standen oder vor welchem neuen Gebäude auch immer es denn gerade war. Und er mich dann völlig verwundert immer wieder anguckt und sagt, hör mal, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das passiert ist. Wie ist hier so ein Unternehmen entstanden, wo wir auf einmal irgendwie durch die Welt reisen, alle möglichen Leute sich dafür interessieren, wir Händler in den obskursten Orten der Welt haben und wir es schaffen, immer wieder irgendwie neue Produkte zu produzieren. Ich glaube, ich weiß, wie das passiert ist. Ich habe es ja mitbeobachten können. Das ist mit extrem viel Leidenschaft passiert und das ist dadurch passiert, dass er über 40 Jahre immer wieder aufgestanden ist, immer wieder angefangen hat, immer wieder, egal wie schwierig es gerade war, es gab ja nur diverse schwierige Situationen, nie aufgegeben hat und immer weitergemacht hat. Und das rechne ich ihm hoch an. Ich glaube, alle, die hier arbeiten, bei uns gäbe es ohne dieses Investment, er hat da sein Leben investiert in diese Firma. Ohne das gäbe es dieses Unternehmen nicht und es gäbe die Marke Brabus nicht und ich hätte zumindest diesen Job nicht, vielleicht hätte ich irgendeinen anderen, ich gehe mal davon aus, aber nicht diesen Job. Und damit auch nicht die Möglichkeiten, die sich damit verbinden. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das im Kopf zu behalten. Und trotzdem, das war ja deine Frage, es ist irgendwann ganz wichtig für ein Unternehmen auch weiterzugehen, um eine neue Entwicklungsphase anzustoßen. Wir sind ja auch auf dem Weg dahin gewesen. Nur hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es anders gelaufen wäre. Also ich hätte ihn gerne in der Rente gesehen und mit irgendeinem tollen Hobby, wo er sich dann jeden Tag drauf freuen kann. Aber das ist ja gerade immer die Schwierigkeit. Ich meine, du bist selbst für junge Unternehmer, familiengeführte Unternehmen, das ist ja oft genau die Hauptproblematik, dass
man nicht abgeben kann, dass man das Unternehmen als sein Hobby bezeichnet und trotzdem immer wieder vorbeikommt, trotzdem noch mitschaut. Das war ja konkret die Frage, hat das bei aller Tragik geholfen, dass man schneller seinen eigenen Weg gehen konnte, ohne Diskussionen zu führen, ohne Dinge zu diskutieren zu müssen, die man als junger Unternehmer mit 37 jemanden, der einfach 2 Generationen älter ist, nicht unbedingt erklären möchte und auch muss? Also die ganz einfache Antwort auf die Frage ist ja. Auch wenn sich das grausam anhört, die einfache Antwort und die Zusammenfassung auf die Antwort der Frage ist ja, hat es. Und zwar aus mehreren Gründen. Einer der einfachsten Gründe ist, dem Unternehmen ist es egal, wer da mit wem wie kommunizieren muss. Ein Unternehmen lebt nur von Ergebnissen. Also das letzte Tor oder die Frage, wer wie viele Tore geschossen hat schon in der Vergangenheit, ist für das Spiel, was du gerade spielst, vollkommen irrelevant. Er zählt nur das nächste. Und vielleicht die Frage, wie viele Tore der Gegner gerade macht. Und deshalb ist es natürlich für so ein Unternehmen irgendwann auch sinnvoll, wenn es einen klaren und gut strukturierten Übergang in die nächste Generation gibt. Muss dafür jemand viel früher sterben, als es hätte tun sollen? Nein. Muss nicht der Fall sein. Aber auf der anderen Seite sagen uns die Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation auch, immer wenn ich mich als Manager, ist egal, Polizist, Feuerwehrmann, Manager, Arzt, egal welche Berufsgruppe, je mehr ich mich mit Menschen abstimmen muss, desto komplizierter wird es für mich. In dem Moment, wo ich mich mit einer Person, also wenn ich mich heute mit meinem Vater abstimmen müsste, über die Entscheidungen, die ich für dieses Unternehmen täglich treffe, weil Strategie und auch Unternehmertum, ich sage mal, Unternehmertum ist ja eine Aktivität und kein Zustand. Also es ist ein tägliches Tun. Und teilweise bin ich der Auffassung, dass eine meiner Hauptaufgaben täglich ist, hier zu erscheinen, also physisch und mental anwesend zu sein, um dann den Mitarbeitern zu helfen, Probleme zu lösen. Selbst wenn ich keine riesengroßen, wenn ich nicht Kreativität in den Laden reinbringen würde, große eigene strategische Vorstellungen entwickeln würde, sondern einfach nur hier wäre, um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Team hier da zu sein, hätte ich schon einen großen Teil meines Jobs erfüllt. So. Muss ich mich dabei mit einem weiteren Menschen abstimmen, haben wir die Kommunikation gerade um wie viel Prozent erhöht? Um 100% erhöht. Ne? Ich muss doppelt so viel kommunizieren wie mit mir selber. Und glaub mal, die Kommunikation mit mir selber ist auch ein spannendes Thema. Weil natürlich bist du dir nicht immer sicher. Wenn du jetzt mal den Schritt weiter gehst, und deshalb ist eine interessante Diskussion, wie groß sind wir, wie groß wollen wir sein, wo wollen wir eigentlich hin? Und wie wollen wir das denn erreichen? Wenn du den Schritt mental einmal weitergehst und sagst jetzt, guckst du dir irgendein Unternehmen an, in Deutschland oder irgendwo anders in der Welt, mit vielen tausend Mitarbeitern, also eine deutliche Schippe größer, als wir heute sind, da bestehen ja vielerlei Kommunikationsnotwendigkeiten, die ja weit über 2 Personen hinausgehen. Du musst dich auf einmal mit einem Aufsichtsrat abstimmen. Du musst dich womöglich mit vielen Shareholdern abstimmen. Du hast womöglich eine viel größere Eigentümerfamilie, mit der du dich beschäftigen musst. Und auf einmal hast du als Geschäftsführer nicht nur den Job in den Laden rein zu managen, sondern den ganzen anderen Quatsch auch von dem Laden wegzuhalten, beziehungsweise die diversen Wünsche, die da so deine neumodische Stakeholder, also die ganzen Beteiligten an dem Laden, wie auch immer sie beteiligt sind, so formulieren, zu kanalisieren und in den Laden reinzubringen. Und da wird deine eigene Fähigkeit, so ein Unternehmen zu steuern, natürlich stark von beeinträchtigt. Bis du irgendwann an dem Punkt bist, auch das habe ich in vielen Gesprächen mit Unternehmern schon erlebt, wo sie sagen, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, weil ich bin hier nur noch Auftragserfüller. Also die Freude, morgens aufzustehen, ins Unternehmen zu gehen, schrumpft. Und also für mich würde sie extrem schrumpfen. Erstens, weil ich das nicht bin. Und zweitens, weil ich glaube, dass das Unternehmen etwas anderes braucht. Ja. Brabus lebt davon, dass wir schnell sind. Brabus lebt davon, dass wir kreativ sind. Und Brabus lebt auch davon, dass wir eine eindeutige Richtung haben, die wir immer wieder miteinander diskutieren können, aber die einmal diskutiert wird und dann geht's ab und dann setzen wir um. Kommunikation hast du angesprochen. Ja, aber das war jetzt das ist jetzt die etwas längere Erklärung für die Frage, auf die ich, und das kann man ja auch falsch verstehen, deshalb ist mir wichtig, dass wir es richtig erklären, natürlich auch sagen kann, ja, es hat dem Unternehmen geholfen, in die nächste Generation zu kommen. Ich will nicht, dass das falsch verstanden wird. Natürlich würde ich heute alles hergeben, um meinen Vater wieder zu haben. Aber das Leben ist nicht so. Ist genau das war natürlich nicht die Frage. Klar will niemand seinen Vater hergeben, aber genau für diesen einen Prozess, wenn man irgendetwas Gutes dem vorzeitigen Ableben abgewinnen kann. Also das war natürlich eine totale Tragödie, es war Chaos und das Chaos musste damals auch
in irgendeiner Form gemanagt werden. Das hat mich extrem viel Kraft und Zeit gekostet. Ich bin bis heute begeistert davon und finde es teilweise unglaublich, wie gut wir aus dem Thema rausgekommen sind. Und das ist jetzt hier nicht der Werbeblock, sondern ich habe genau, wie ich es vorhin gesagt habe, auch davor gestanden und gesagt, okay, wie haben wir das jetzt auf die Reihe gekriegt? Denn ich kriege von einigen hier aus dem Team immer wieder so einen Seitenblick, wenn ich dann sage, ich wusste in 2018 noch gar nicht, ob es den Laden 2019 noch gibt. Natürlich, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum dann einige hier skeptisch gucken, sind wir hier ein solide durchfinanzierter Mittelständler. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute, egal wie sich die Wirtschaft entwickelt im nächsten Jahr, dass wir uns Ende 2023 hier wiedersehen können, ist nahezu 100%. Das meine ich aber nicht. Unternehmen lebt für mich davon, dass es auch eine Seele hat und auch einen unternehmerischen Spirit hat und auch eine Richtung hat, in die es geht. Ja, wenn du heute den Laden hier verkaufen würdest an Finanzinvestoren, die nur quartalsgetrieben die Frage stellen, wie viel Geld kann ich hier aus dem Unternehmen ziehen, wäre Brabus für mich tot. Es wäre nicht mehr das, was es vorher ist. Sondern wir leben ja von mehr. Natürlich ist Profitabilität es sind drei Themen, die mein Auftrag sind hier im Unternehmen. Profitabilität in einem gesunden Maße ist natürlich einer davon. Ne, aber die anderen beiden sind das Thema Unabhängigkeit und das Thema Identität. Also die Frage, Unabhängigkeit heißt selbstständig, selbstgesteuert wirtschaften können. Identität heißt im Rahmen der Werte und Normen, die wir hier für uns als wertvoll erachten. Und Profitabilität ist das, was den Rohstoff bringt, um es auch weiterhin tun zu können. Geld, was wir hier verdienen, ist nichts weiter als ein Rohstoff, den du dafür verwenden kannst. Der ganz große Teil davon, natürlich gibt es auch einen Teil, von dem müssen ein paar Leute leben. Der ganz große Teil davon ist ein Rohstoff, den du wie ein Benzin ins Auto wieder in das Unternehmen packen kannst und damit neue spannende Dinge zu tun. Damit sind wir natürlich bei einer ganz spezifischen Form von Selbstverständnis, die für deutsche Familienunternehmen typisch ist. Und deshalb ist Profitabilität eines von für mich 3 wichtigen Themen. Unabhängigkeit. Gab es in diesen 40 Jahren, weil du hast gesagt, man muss ja auch wissen, was man nicht möchte. Gab es in diesen 40 Jahren durchaus Unternehmen, die euch übernehmen wollten, kaufen wollten? Ja, immer wieder. Mercedes AMG ist ein gutes Beispiel, gerade wenn man in diesem Tuning-Bereich von Mercedes bleibt, AMG unabhängig, dann gekauft als Tochter. Wie ist das bei euch gewesen in den ganzen Jahren? Gab es immer wieder jemand, der... Es gibt regelmäßig Menschen, die hier anklopfen und sich dafür interessieren. Was aber nicht heißt, ob es dann auch funktionieren würde, würden wir wissen, wenn wir es ausprobieren würden. Ich bin kein Freund davon zu spekulieren, ob es tatsächlich auch, ich kann nicht bewerten, wie ernst gemeint die einzelnen Anfragen sind. Und im Zweifel interessiert es mich bisher auch nicht. Du kannst ja immer die Frage stellen, was will denn jemand, wenn er ein Unternehmen kauft? Er will entweder das Unternehmen in seine Bestandteile zerlegen und verkaufen, sieht also mehr Wert in dem, was er da kauft, als in Teilen als in einem Stück. Das ist die Form von Heuschrecke, die wir, glaube ich, alle in Deutschland nicht so viel sehen wollen. Oder die auch den gesunden Mittelstand auch kaputt macht. So sieht es aus, genau. Oder es sieht jemand den Wert der Marke, oder es sieht jemand die Kompetenz oder irgendein spezifisches Asset, wie zum Beispiel eine Software, die du übernehmen kannst oder irgendwelche anderen Themen, weswegen du den Laden kaufst. Und es sind immer wieder Menschen auf uns zugekommen, die sich für unser Geschäft interessieren, aufgrund der Marke, immer wieder aufgrund der Kompetenz. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und es ist ein Zeichen dafür, dass das Geschäft gesund ist. Ich möchte aber das Unternehmen nicht verkaufen. Und ich habe auch, wir haben ja vorhin sind wir schon mal daran vorbeigekommen, das Leben ist tödlich und auch sehr kurz. Und bisher kann ich sagen, ich sehe keinen Grund außerhalb von besonders extremen Umständen. Die gibt es immer, also der Meteoriteneinschlag und Ähnliches, ja, die dich zwingen, zu versuchen, unser Team hier gesund unterzubringen. Sehe ich keinen Grund, warum wir nicht so weitermachen sollten wie bisher. Das ist jetzt keine Aussage für die Ewigkeit, das mag in 10 Jahren anders aussehen, aber ich kann nur sagen, dass es heute und in der Vergangenheit und soweit ich in die Zukunft sehen kann, und da kommen wir wieder zu dem Thema Werte von vorhin, sagen kann, wir wollen ein Familienunternehmen bleiben, weil wir die Vorteile dieser Konstellation sehen und weil wir daran glauben, dass es besser so ist. Das heißt nicht, dass wir nicht neue große Partnerschaften eingehen können. Das heißt nicht, dass wir vielleicht, wenn wir neue Produkte
entwickeln wollen, nicht vielleicht auch mal andere Investoren brauchen, mit denen wir das zusammen ermöglichen. Wir haben ja heute schon viele Produkte, wo wir auch mit anderen zusammenarbeiten. Das ist auch völlig normal. Ich glaube, wir leben in einer vernetzten Welt und alles immer selber zu machen, ist ein großer Fehler. Aber im Kern sind diese 3 Kriterien schon ernst gemeint. Das Thema des Podcasts ist eigentlich klar Drehzahl. Wir müssen noch über 2 Dinge reden, für mich gerade in Bezug auf das Auto. Project One. Ja. Im Hause Mercedes AMG das neueste Pferd, das neueste, also das alte, neue Super Hypercar. Ist das was, wo Brabus auch Hand anlegen wird oder sagt man? Das ist ganz interessant, dass mich diese Frage irgendwie im Moment öfter erreicht, jetzt wo das Auto mal so final auf dem wir sehen auf der Zielgeraden, ja, hier steht 166, die Nummer steht hier und ich habe sie hinter mir im Schrank stehen, was glaube ich schade wäre, das da nicht stehen zu haben. Ich glaube, ich freue mich auf das Auto. Ich bin gespannt, wann es jetzt endlich ankommt. Und ich respektiere auch, was sich AMG da angetan hat, muss man ja wirklich sagen. Angetan, weil es ein Herkulesaufgabe. Ja, ein unglaublich. Also es ist ein Projekt, was sich natürlich viele Unternehmen in der Form so gar nicht leisten können. Das musst du wirklich wollen. Ja, und jetzt ist natürlich auch da nicht einer, der will, sondern es ganz viele Leute, die unterschiedliche Dinge wollen. Am Ende haben sie sich dazu entschieden, das durchzuziehen. Haben es hinbekommen und das respektiere ich ungemein. Ich glaube aber nicht, dass das ein Auto ist, aufgrund des extrem komplizierten Antriebsstranges, wo wir den Antriebsstrang anfassen sollten. Also jetzt kommen wir immer in ein Themengebiet, was ganz interessant ist, nämlich auch das ist wieder Teil, da waren wir vorhin schon, unseres Markenkerns, nämlich What We Do Works. Was wir machen, muss am Ende für den Kunden funktionieren. Das heißt nicht nur technisch funktionieren, sondern am Ende muss er Spaß damit haben. Es muss visuell funktionieren, es muss technisch funktionieren, es muss dafür sorgen, dass jemand am Ende zufrieden ist, in die Hände klatscht und sagt, morgen rufe ich wieder bei Brabus an und rede mit denen über das nächste Auto, das nächste Boot, das nächste was auch immer. Der Project One ist so ein hochdiffiziles Auto, dass ich mir nicht sicher bin, ob das optimale Projekt wäre. Erstens. Zweitens sind wir mit so viel Drehzahl, da sind wir nämlich genau bei deinem Thema unterwegs im Moment hier als Unternehmen, dass alle Diskussionen, ich habe jetzt gerade Jahreszielplanung, während wir hier in den letzten Tagen und die nächsten 2 Wochen Richtung Dezember, dass die Fragen, die wir uns stellen, eigentlich immer nur noch kapazitäre Fragen sind. Und wir, muss ich sagen, bin nämlich nicht nur ich, sondern wir in den letzten Jahren alle miteinander so viel Kreativität, neue Produkte, Ideen, neue Richtungen und auch ich glaube, Energie und eben auch wieder Drehzahl in den Laden gepumpt haben, dass wir ein Stück weit der Realität hinterherlaufen und erstmal die Strukturen nachziehen müssen, die uns überhaupt befähigen, das Geschäft richtig zu machen, was wir heute machen. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, Projekte hier umzusetzen, die für Brabus relevant sind. Und ich glaube, ein hochtechnisches Project One für Brabus ist da nicht auf der Liste bisher. 1 second. Das heißt, ich weiß, dass es nicht auf der Liste ist. Aber da wird es trotzdem ein schönes Auto. Ist dieser Wow-Moment da, wenn du das Auto siehst? Ich meine, jetzt gab es die ersten Möglichkeiten für potenzielle oder für die Kunden, die Autos zu bewegen, die Autos zu fahren. Wenn du davor stehst, das Auto es ist ein altes Auto, wenn man sich anschaut. Es ist nicht mehr neu, es reißt nicht mehr vom Hocker, weil man die Bilder, wenn man sich in dieser Szene bewegt, jetzt über viele Jahre gesehen hat. Es gab jetzt zuletzt dieser Rundenrekord auf dem Nürburgring von Maro Engel. Aber ist es noch so, dass du sagst, wow? Also ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, als der Rundenrekord jetzt auch da war, weil das war ja eine der Missionen, mit denen sie auch angetreten sind. Und lass mich nochmal sagen, es ist total einfach, so ein Projekt zu kritisieren. Ganz einfach. Die andere Sicht einzunehmen, ist ganz, ganz schwierig. Nämlich, und ich glaube, dass auch schon genug Leute an so einem Projekt rumkritisieren. Die spannende Frage ist sicher anzuschauen, warum haben sie das gemacht? Ich glaube, weil sie was vollständig Neues machen wollten und weil es immer diesen Traum gab, Formel 1 mal auf die Straße zu bringen. Hätten sie es sich einfacher machen können? Ja, absolut. Absolut. Monza,
Ne, ist bei Ferrari das beste Beispiel, wie du es einfacher, wenn du nur seltene Dinge produzieren willst, kannst du es dir einfacher machen, aber hier geht es ja nicht um einfach, sondern geht es darum, ob einer der technisch versiertesten Hersteller der Welt, viele würden sagen, der technisch versierteste Hersteller der Welt, zumindest weil sie zu Recht auch von sich überzeugt sind, ob dieser Hersteller einen Formel-1-Antrieb entsprechend auf die Straße bringen kann. Und weil sie es einfach mal machen wollten. Und ich kann das total verstehen. Es gibt immer wieder so Dinge, wo du sagst, jetzt mache ich es einfach. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal entscheiden würden, das so zu tun. Kann ich auch nicht bewerten, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich glaube aber, dass es am Ende ein ganz spannendes Auto bleiben wird und auch ein Sammlerstück für lange Zeit bleiben wird. Weil es das eben so in der Form nie wieder geben wird. Ne? Es gibt ja viele Autos, die große Projekte waren und über die ganz viel diskutiert wird und auch kontrovers diskutiert wird und die am Ende dann zu erstaunlichen Preisen immer wieder auf verschiedenen Auktionen oder im Netz auftauchen, wo du sagst, wie ist das jetzt passiert? Wie sind die Preise von einem LaFerrari passiert, von einem Enzo passiert? Und das sind alles immer wieder Autos, wo das ist ja nicht ganz das richtige Beispiel, du weißt, was ich meine. Aber 100%. Ja? Die Autos, über die kontrovers diskutiert wurde, sind am Ende diese ganzen Hyper-Supercars, haben sich immer irgendwie durchgesetzt. So, das ist ein bisschen wie gutes Design zu diskutieren. Ja. Ne? Ob jetzt im Moment BMW Niere, großes Thema. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder einfach egal ist, wissen wir doch jetzt nicht. Das werden wir dann in 10 Jahren. Es funktioniert für mich nur an einem Auto richtig und das ist das neue Le Mans-Auto. Da funktioniert diese Niere richtig geil. Aber das ist doch am Ende guckst du blöderweise häufig nach 5 Jahren hin und sagst, ist das jetzt für mich völlig normal geworden. Ich bin bei dir. Ich kann mich an den ersten M3 erinnern, E30. Hab da mit Jean-Pierre, mit dem wir zuletzt den Podcast gemacht haben, schon darüber diskutiert, über dieses Auto. Ich fand das Auto, als der kam, grauenvoll, als mein Vater ihn mit der Rallye Racing gezeigt hat. Das wird das nächste Auto, weil er kein Porsche mehr fahren konnte aufgrund des Bandscheibenvorfalls. Da sage ich, das ist kein Auto. Und heute lieben wir diesen E30 M3 in seiner diese Form. Punkte gibt es ganz häufig wieder und deshalb bin ich versuche prinzipiell es gibt Dinge, die musst du kritisieren, überhaupt keine Frage. Und es gibt auch Dinge, die laufen auch in unserer Industrie nicht richtig. Bei Project One ist ein Thema, da muss ich sagen, haben sich ganz viele Leute extrem viel Gedanken darüber gemacht. Sie haben es auf die Straße bekommen, sie haben es hinbekommen, sind auch dabei geblieben und haben es durchgezogen. Und das ist erstmal das muss man erstmal anerkennen. So, und jetzt kannst du die Frage stellen, verdient so ein Konzern am Ende Geld damit? Ist das ein sinnvolles Projekt oder nicht? Da müssen sie vor allem erstmal selber wissen. Ich glaube, es ist nicht meine Rolle, es ist, das, eher auch ein Image zu bewerten. Du hast gesagt, möglich zu machen, dass man ein Formel-1-Auto auf die Straße bringt. Und irgendwann, du hast recht, wird es auch auf den Auktionen das entsprechend. Wie viel hast du jetzt daraus gelernt? Wie viele neue Technologien ergeben sich daraus? Also es ist viel zu früh, um das wirklich abschließend zu bewerten. Vielleicht geht es ja auch manchmal darum, das Team, das man hat, zu motivieren, dem Team Aufgaben zu geben, an denen man wächst. Ich glaube, dass wir alle miteinander, die Vermutung haben, dass an der Aufgabe einige Leute sehr stark wachsen mussten. Die Vermutung... Das ist so einfach, sich von außen hinzusetzen. Ja. Und das haben wir ja hier auch immer wieder. Jetzt zum Glück nicht in so einem abgespaceden Ausmaß, aber es ist so einfach, sich hinzusetzen und rumzukritisieren. Das begegnet mir natürlich immer wieder. Ich beschäftige mich seit 2 Jahren intensiv mit Social Media und versuche da mehr Präsenz zu zeigen, weil es auch eines der Themen ist, an die ich glaube. Und auch, weil es in Deutschland niemand aus dem Mittelstand oder wenige aus dem Mittelstand, niemand ist immer schwierig, tut und die Frage, was Unternehmertum wirklich bedeutet, versucht rüberzubringen. Und da begegnen mir natürlich viele Welten. Es begegnet mir die Welt, die das alles ganz toll findet. Es begegnet mir die Welt, die das auch einfach total doof findet und die auch in allem rumkritisiert, was du immer machst. Und meistens versuche ich eine Nacht drüber zu schlafen oder mir über einen längeren Zeitraum eine Meinung zu bilden, wenn es um so hochkomplexe Themen geht wie ein Project One, bevor man da pauschal irgendwie so einen Stammtischspruch zudrückt. Wie gehst du mit Kritik um, die deine Kommunikationsphilosophie, die Idee, ich meine, 40 Jahre Brabus, da hat man vor 35 Jahren anders kommuniziert in so einem Unternehmen, als ihr das bewusst heute anders macht. Auch das ist ja ein Punkt, der sich komplett geändert hat. Wie gehst du da mit Kritik um? Schläfst du auch eine Nacht drüber oder prallt die an dir ab? Muss die an dir abprallen? Nein, also vieles prallt ab, natürlich prallt nicht alles ab. Das ist aber auch, glaube ich, gut so. In dem Moment, wo du völlig Teflon beschichtet durch die Gegend läufst, ist die Wahrscheinlichkeit abzuheben und die Welt nicht mehr so zu sehen, wie du sie vielleicht sehen solltest, ist sehr hoch.
Wir kommunizieren heute komplett anders als vor 40 Jahren, das ist korrekt, ist auch gut so. Und natürlich haben wir, als ich das Geschäft übernehmen musste, durfte, je nachdem, wie man drauf schaut, waren wir und sind auch heute noch ein sehr techniklastiges Unternehmen. Das, was Brabus von vielen anderen Unternehmen unterscheidet, glaube ich, kann ich sagen, ohne dass es gibt viele Player auch in unserer Branche und da gibt es gute und es gibt weniger gute. Aber ich glaube, eines der Kriterien, die uns, sagen wir es mal so, nach vorne gebracht haben über die vielen Jahrzehnte, ist, dass wir immer wieder in Technologie investiert haben, immer wieder in neue Experten investiert haben, immer wieder in neue Maschinen investiert haben, neue Verfahren investiert haben. Und wir sind ein extrem engineering- und techniklastiges Unternehmen gewesen, sage ich jetzt ganz bewusst, um mal auf den Zeitpunkt zu reflektieren, als ich es übernommen habe. Und eine meiner klaren Aussagen damals war, Leute, es kann nicht sein, dass wir Millionen investieren in alle diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, und dann aber so gar nicht drüber reden. Jetzt ist so, wir haben natürlich mal eine Pressemeldung gemacht und wir haben auch im Rahmen der Möglichkeiten, die zum Beispiel unser Marketingchef Sven Gramm damals hatte, haben wir natürlich auch Werbung gemacht. So, aber strukturiertes Marketing hatte immer eine zweitrangige Rolle gegenüber dem Thema Technik und Engineering. Auch eine ganz typische Situation übrigens in Deutschland. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und jetzt lässt sich auch lange diskutieren, ob es die richtige Reihenfolge ist. Ich glaube, viele in Deutschland würden sagen, so rum ist es gesund. Vielleicht würden viele Amerikaner, habe ich so das Gefühl, sagen manchmal, nö, komm, erstmal Marketing und wenn es dann stimmt und sich viele Leute dafür interessieren, bauen wir ein Produkt dazu. Ich muss sagen, ich kann mich mit der Philosophie, die wir so in der deutschen Wirtschaft haben, am Ende gute Produkte zu bauen, auch identifizieren. Und ich glaube auch, dass das einer der Wege in die Zukunft ist. Jetzt kommt das Sternchen, wenn wir uns nicht dabei politisch wie so oft im Weg rumstehen, permanent, oder Äste absägen, auf denen wir alle selber sitzen. Aber das ist ein anderes Thema. Die Investitionen in den letzten Jahren gingen natürlich dementsprechend auch mal mehr in das Thema Kommunikation. Ich habe also einfach, um es einfach auszudrücken, gesagt, Leute, lasst uns doch die Geschichten, die da sind. Wir müssen doch überhaupt keine Geschichten erfinden. Hier gibt es tolle Arbeitsplätze. Faszinierende. Wo Menschen gerne arbeiten. Wir haben hier tolle Orte, Werkstätten, Fertigungshallen, Labore, alles Mögliche, was du zeigen kannst, Sattlereien. Es gibt die tollsten Dinge, über die man sprechen kann. Und die uns ermöglichen, auch mit der Community da draußen, die sich für Autos begeistert, für Technik begeistert, für Marken begeistert, für Luxusprodukte begeistert, auch mal in Kontakt zu treten. Das haben wir in der Vergangenheit nicht getan und ich glaube, dass es zu unserem Nachteil war. So, und dann haben wir einfach uns die Frage gestellt, wie machen wir das dann heute zeitgemäß? Heißt das jetzt automatisch, dass du in der Art und Weise in das Thema Social Media investieren musst, wie wir das tun? Nein, das heißt nicht automatisch. Du kannst auch konventionelles, vernünftiges Marketing machen und damit völlig zufrieden sein. Ich habe da einfach Spaß dran. Ich habe also nur Spaß, ohne dass es was bringt, ist auch schwierig, das meine ich damit nicht. Sondern ich glaube, dass es einer Marke gut tut, wenn es viel Bewegung gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass du eine Brand, die für hochwertige Produkte oder Luxusprodukte steht, verbinden kannst mit einer direkten Kommunikation. Oder mit einer zeitgemäßen, modernen Kommunikation, die auch Spaß macht. Es muss nicht immer staubig sein. Und meiner Meinung nach darf es, und das Thema, was bei vielen Unternehmen, die Luxusprodukte produzieren, immer noch ein Thema, es darf auf keinen Fall von oben herab sein. Also ich kann es nicht mehr sehen, dass Menschen sich auf irgendein Podium stellen. Okay. Und dann verkünden, worauf die Welt gewartet hat. Denn auf unsere Produkte wartet kein Mensch, es sei denn, wir erzählen unsere Geschichte vernünftig und bauen das richtige Produkt. Und das ist unsere Aufgabe, zu begeistern und nicht andersrum. Ja, das ist in der Zeit, wo natürlich viele Produkte auch häufig schnell vergriffen sind und sich also die absurdesten Situationen ergeben, weil Menschen ihr Geld nicht bei uns ausgeben dürfen. Ja, das ist ja schon, der Satz alleine ist ja schon pervers. Absolut. Ne? Es ist, glaube ich, ganz gefährlich, das als langfristige Realität zu verkennen. In dem Moment, finde ich, verlierst du die Bodenhaftung und die Verbindung zu dem, was dich groß gemacht hat. Uns hat es groß gemacht, über 4 und fast 5 Jahrzehnte vernünftige Produkte zu entwickeln
und sehr gute Beziehungen aufzubauen. Und es hat groß gemacht, uns immer für unser Netzwerk, für unsere Händler, für unsere Kunden, für die Kommune um uns herum, für unsere Mitarbeiter, für alle zu interessieren, die an diesem Unternehmen in diesem Unternehmen in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Das jetzt nicht mehr zu tun und zu meinen, jetzt haben wir es geschafft, alle Welt will unsere Produkte haben, ist saugefährlich, finde ich. Denn es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Und die Leute, die du heute arrogant wegschickst, die kommen morgen wieder und zeigen den Vogel, wenn du dann vor der Tür stehst und sagst, mal Leute, könnt ihr vielleicht auch mal ein Produkt von uns kaufen oder verkaufen. Auch da ist das Thema Langfristigkeit. Spielt wieder eine Rolle. Mich interessiert überhaupt nicht, was dieses Jahr mit Preisen ist. Mich interessiert, was die nächsten 20 Jahre über mit Preisen passiert. Oder was mit Verfügbarkeiten passiert. Ja, im Moment ist es schwierig. Wir produzieren nicht genug. Aber was ist denn nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in 5 Jahren? Und wie sind wir denn da aufgestellt? Ja, am Ende funktioniert so ein Unternehmen und eine Marke, glaube ich, nur als Netzwerk. Und eine der wesentlichen Funktionen, die wir haben, ist eben, und ich glaube, das ist sehr deutlich nützlich für ein Unternehmen und das spiegelt sich eben in der Kommunikationsstrategie auch wieder. Ich glaube, dass es nicht nur hilfreich, sondern sogar unsere Pflicht ist, nahbar und sympathisch und kollegial aufzutreten und mit der Welt um uns herum entsprechend zu interagieren. Mit dem, was du gerade gesagt hast, bedeutet das, dass du auch darüber nachdenkst, deine Produktionstiefe zu erhöhen, dass du sagst, das Risiko, dass ich in 2 Jahren immer noch die Antwort von meinem Zulieferer bekomme, das Teil gibt es nicht, es dauert noch ein halbes Jahr, ist dir zu groß und du sagst, wir bauen weiter unsere Fertigungstiefe aus? Genau, also wir waren vorhin schon mal, wir kommen ja immer wieder an das Thema, welche Werte, langfristiges Denken. Wir haben ein gutes Beispiel im Moment, wir sind gerade eingezogen in eine neue zentrale Logistik. Das ist ein Projekt, das entscheidest du ja nicht aus dem Nichts oder das entscheidest du auch nicht 1 oder 2 Monate vorher, das entscheidest du in dem Fall 2 bis 3 Jahre vorher. Die spannende Frage, die man sich in dem Kontext stellen kann und ich mir sozusagen beruflich bedingt stellen muss mit meinen Kollegen im Management, ist, lohnt sich das? Simpel gesagt, lohnt sich das. Ne? Wenn wir ein Level weiter reinzoomen, ist es die Frage, schaffen wir es mit einer neuen, in diesem Fall zentralen Logistik, die gleiche Frage lässt sich stellen für eine neue Fabrik, eine neue Sattlerei, eine neue Tiefkühlabteilung, was auch immer du gerade machst. Lohnt es sich mit diesem Schritt, den wir hier gerade gehen, den wir heute entscheiden und der erst in 2 bis 3 Jahren Effektivität entwickelt, diese Entscheidung zu treffen? Ist das gut für uns? Und auch da lässt sich, wenn du es auf Quartalsbasis entscheidest, da lässt sich genau die Lücke aufzeigen, weil häufig würdest du sagen, oh ne, ist doch gut, ist doch super, wo wir sind. Und entscheidend ist bei uns immer wieder gewesen, dass wir den Schritt gegangen sind und gesagt haben, wir springen nicht vom 10er, ohne zu wissen, ob Wasser drin ist. Aber wir springen permanent vom 1er und vom 3er. Und manchmal springen wir auch vom 5er. Und wenn ab und zu ist dann auch kein Wasser mehr drin. Aber deshalb ist Unternehmertum ja eine Aktivität und kein Zustand. Na, ich weiß nicht, ich komme nicht drauf, wer es gesagt hat, aber die schlimmste Sünde ist ja gar nicht im Markt zu sein, wenn du als Investor tätig bist. Geht mal rauf und mal runter. Aber gar nicht mitzuspielen bedeutet, dass du von Anfang an schon verloren hast. Wie rauf ist dein Herzschlag gegangen, als du letzte Woche in New York warst? Ach, das war cool, muss ich sagen. Es ist schon echt abgefahren. Wir müssen, glaube ich, einen Zuhörer abholen. Ein ziemlich einmaliges Projekt, wenn man so in die Mercedes-Benz-Geschichte reinschaut, ist sicherlich der Flügeltürer, der 300 SL. Und es gibt ein ganz, ganz besonderes Auto, das ihr in einem 4.500 Stunden Aufwand restauriert habt. Von der ersten Das war ein bisschen Arbeit. Genau, das ist der Andy Warhol 300er. Also das Auto, das ein interessantes Auto ist, weil es eigentlich in 2 Welten einen Fuß hat. Nämlich einmal in der Kunstwelt und einmal in der Automobilwelt, weil es eben mal von Andy Warhol auf Bildern, auf wenigen großformatigen Bildern und einigen kleineren Drucken, muss man ja sagen, abgebildet wurde in 1987. 86. 87 ist er leider gestorben. Ja, 55 gebaut, 4,5 Stunden restauriert. Wir haben das Auto aus einem Nachlass gekauft, nachdem wir die Geschichte identifiziert haben, erahnt haben, dass es stimmt. Da musst du natürlich unheimlich viel Zeit investieren, um die Geschichte auch zu verifizieren. Und am Ende haben wir dieses Auto vollständig restauriert, wie wir übrigens jedes unserer Autos bei Brabus Classic, ist ja seit über 15 Jahren jetzt Teil unseres Geschäfts, wie wir es restaurieren. Und ich glaube, so sind wir auch an das Auto gekommen, weil es gut war, das Auto vollständig zu restaurieren.
und es eben nicht zum Beispiel Teil zu restaurieren oder original zu lassen, weil es brauchte ein bisschen Liebe und Zuneigung. Das wäre nicht gut gewesen, es nicht zu restaurieren. 4.500 Stunden Liebe. Ist 4.500 Stunden Liebe, sagt etwas über, wobei das sagt nicht immer was über den augenscheinlichen Zustand. Es kann häufig mal sein, dass du ein Auto siehst und sagst, ach, ist doch ganz gut. Es kann auch sein, dass du einen Klassiker siehst und sagst, oh, das war sensationell. Das blinkt alles, wunderbar. Und dann machst du den Lack ab und denkst dir, uiuiui, das ist aber viel Arbeit. Also der Schein trügt bei Klassikern manchmal sehr. Und wenn du die Qualität in Restauration herstellen willst, die wir in dem Fall durchgezogen haben, dann ist es eben einfach sehr aufwendig. Und wir haben das dann irgendwann mal in der Öffentlichkeit vorgestellt. Das war bei einem Event mit Mercedes-Benz, gemeinsam im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart, mit der Mercedes-Benz Kunstsammlung und haben da das Bild von Andy Warhol und das Auto zusammengeführt. Das war eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und da haben wir R.M. Sotheby's kennengelernt, die ja unter anderem Versteigerungsexperten für Autos, aber bei Sotheby's, also R.M., Versteigerungsexperten für Autos und Sotheby's insbesondere auch für Kunst sind. Und es gibt ein Event im Jahr, wo es besonders abgespaced zugeht, sage ich jetzt mal, das ist die Sotheby's Auction Week im November. Und genau da haben wir jetzt gerade relativ kurz, nachdem wir dann das Geschäft mit denen so vereinbart hatten, dieses Auto für 2 Wochen ausgestellt und es ist dann in einer speziellen Form der Auktion auch versteigert worden. Das ist auch zum Glück, da ist das auch versteigert worden und es war auch gut so. Darf man über den Preis sprechen? Nein, darf ich leider nicht sprechen. Das ist eine Form der Auktion gewesen, in der das Auto ist in einer privaten Online-Auktion versteigert worden. In einem interessanten System, in dem der Preis eben nicht öffentlich wird, sondern in dem man immer nur, wenn man bietet, sieht, an welcher Stelle man gerade ist. Und Teil dieses Deals ist blöderweise, auch wenn ich es sehr, sehr gerne verraten würde, Diskretion. dass Teil des Deals ist, dass ich dummerweise nicht sagen darf, für welchen Betrag es versteigert wurde. Aber dem Gesicht nach zu urteilen, hat es sich definitiv gelohnt. Die Restauration, das Auto. Das ist jetzt deine Interpretation der Dinge. Na, also ich kann sagen, dass es am Ende eine ordentliche Entscheidung war, den Weg zu gehen. Klasse. Spannend. Mir war bis dato gar nicht bewusst, wie intensiv Brabus sich auch mit dem Thema Klassik auseinandersetzt. Ja. Das ist leider immer noch ein Thema, was mir häufig begegnet und es ist ein Thema, was mich die nächsten 12 bis 24 Monate auch beschäftigen wird, weil ich die Geschichte gerne mehr erzählen würde. Allerdings wir haben ja so ganz normale Probleme in diesem Unternehmen und eines dieser Probleme ist zum Beispiel, dass wir so viel in die Themen Kommunikation und Marketing investieren, heißt also uns mit so vielen neuen Dingen in diesem Bereich beschäftigen. Das heißt nicht, dass wir also Werbung spammen wie blöd, sondern dass wir einfach wachsen als Organisation in den Strukturen und uns immer wieder die Frage stellen, wie machen wir denn Dinge in diesem Bereich und da auch viel Neues bei rauskommt. Dass das ein Thema ist, was in den letzten Jahren noch nicht so seinen Platz dort gefunden hat, weil einfach auch alle in dem Bereich bei uns nur 2 Arme und einen Kopf haben, wie ich es gerne gehabt hätte. Dementsprechend ist das was wir noch besser machen können. Allerdings kommen da seit vielen Jahren sind wir in dem Bereich aktiv und es kommen immer wieder wunderschöne Autos dabei raus. Und wir fokussieren uns natürlich insbesondere auf den Bereich Nachkriegs-Mercedes-Benz. Das ist deshalb relevant, weil ich glaube, dass es im Bereich klassische Fahrzeuge auch viele Deals gibt für Kunden, die man besser nicht machen sollte. Und ich nur empfehlen kann, immer zu einem ausgewiesenen Experten für die jeweiligen Fahrzeuge zu gehen. Und immer wenn einem jemand erzählt, er könnte alles, ist das mit äußerster Vorsicht. Ist meistens ein Lügner oder Betrüger oder beides. Denn im Bereich klassische Fahrzeuge ist natürlich personelle Expertise. Das sind keine Meister, die 25 Jahre alt sind, gefragt. Du musst die Leute haben, die sich mit diesen Autos auseinandersetzen können und die dann für ein gutes Ergebnis sorgen über lange Zeit. Und das sind meistens Menschen, die sehr schwer zu finden sind. Und daher konzentrieren sich die Restaurationsbetriebe meistens auf ganz spezifische Dinge. Also 600er, 300 SL, Nachkriegs Mercedes-Benz im Ganzen, Porsche, klassische Ferrari oder. Ja, und da gibt es auch klare Reviere in diesem ganzen Spiel. Und unser Spiel in den letzten Jahren ist eben immer wieder klassische Nachkriegs Mercedes-Benz gewesen. Das heißt, dass da nicht mal was dazukommt? Nein. Ich restauriere unheimlich gerne 280 SL Pagode, ein W111, 3.5er Cabrio oder Coupé oder ein 300 SL oder auch mal ein 107er, 190er. Aber
da musst du mehr für tun, als nur die Entscheidung treffen, zu sagen, ich restauriere jetzt auch klassisch Ferrari. Wir haben ja gerade im Bereich der modernen Fahrzeuge sind wir ja den Schritt gegangen, unsere Marke etwas zu öffnen. Das ist bei klassischen Fahrzeugen eine bisschen andere Diskussion. Da ist das, bei neuen Fahrzeugen ist auch kompetenzbasiert, aber das ist bei Klassikern nochmal ein bisschen was anderes. Aber glaube ich, Grund, dich nochmal zu besuchen. Du hast es schon angesprochen, Porsche im modernen Sektor, all das sind Dinge, glaube ich, das war wahnsinnig intensiv und hat mir und ich glaube auch den Zuhörern einen interessanten Einblick gegeben in das Unternehmen Brabus, aber auch die Denkweise von dir, Konstantin. Und die Hoffnung, dass wir auch in 200 Jahren noch... Das hängt mir jetzt nach. Nein. Ich sehe es schon kommen. Nein, aber das ist für mich ja ein wahnsinnig dicker Strohhalm, den man packen kann, dass wir in der Diskussion, die du mit Menschen führst, über automobile Zukunft in Deutschland. Es gibt ja unheimlich viel, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ich sage, wir haben noch Grund, da gibt es ganz viel, 2, 3 da gibt es ganz viel zu besprechen. Weiterzumachen. Aber an der Stelle würde ich einfach sagen, lass uns den Zuhörer einfach mal entlassen. Es gibt viele Dinge, über die wir noch diskutieren können, aber ich glaube, es ist der Punkt, wo wir dem Zuhörer die Gelegenheit geben wollen, einfach mal drüber nachzudenken, zu reflektieren, was wir gesprochen haben, was ich mitgenommen habe und ihm die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, oder Konstantin? Ich freue mich. Also genau, wir haben ja lange viel über direkte Kommunikation gesprochen. Und eines der Themen, die wir in den letzten Jahren sehr, sehr konsequent machen, ist immer wieder mit den Menschen in Kontakt treten. Ich mache ja inzwischen 2-monatige Q&As auf YouTube. Das ist immer eine extrem lustige Veranstaltung, weil mir das Team ja Dinge vorlegt, die ich vorher noch nie gesehen habe und weil sie eben immer positive Kommentare, negative Kommentare, diverse Fragen beinhalten. Und auch, ich fände es schön, wenn ein paar Leute durch den Podcast auf die Idee kommen, Fragen zu stellen. Ich gehe davon aus und ich freue mich jetzt schon auf unser zweites Treffen. So sieht's aus. Dankeschön. Danke, Patrick.